Action. Danke. In dieser weißen Lounge, Le Salon Blanc, wie wir ihn nennen, sitze ich oft mit meiner Handarbeit und dergleichen. Dies ist mein besonderes Zimmer im Château de Cayx. In den letzten Jahren habe ich einen Großteil meiner Handarbeit hier gemacht. Man könnte es als eine Art Auszeit betrachten, etwas mit meinen Händen zu tun. Eine Art Pause, weil es keine Verpflichtung ist. Aber es ist auch etwas, das getan werden muss. Also etwas, das man tun möchte und tun muss. Das ist eine sehr gute Motivation. Die Tatsache, dass man sich verpflichtet hat, etwas zu erschaffen. Ich mag das. Es ist wunderbar, etwas tun zu können, zusätzlich zur eigenen Pflicht, die ich auch gerne erfülle. Aber es ist auch schön, seinen eigenen Bereich zu haben, der für mich in erster Linie die Kunst ist. Wo ich selbst sein kann, in höherem Maße, als ich es anderswo kann. Wo ich etwas erschaffen kann, das mir Freude bereitet. Es gab eine lange Zeitspanne von meinem 15. bis fast 30. Lebensjahr, in der ich wusste, dass ich ein gewisses Talent habe, aber nicht daran glaubte, dass es etwas Besonderes war. Ich habe nicht daran geglaubt, dass ich ein Talent habe, das ich fördern muss. Erst als ich etwa 30 war, konnte ich es nicht länger zurückhalten. Ich entdeckte, dass ich ein Grundbedürfnis hatte, mich durch Kunst auszudrücken. Komm. Hallo. Hallo und willkommen. Guten Tag. Hallo. Hier sind wir nun. Wir haben uns ein paar Mal getroffen und wir haben die Königin getroffen. Mehr als ein paar Mal und diskutierten über Peter Pan. Ich habe von Ihnen und unserem Bühnenbildner gehört, dass es schwierig ist, die Nuss zu knacken. Wenn das der Fall ist, was tun wir dann? Heißt das, Sie denken darüber nach, Peter Pan nicht zu machen? Es bedeutet, dass wir eine neue Seite aufschlagen. Wir haben also ein leeres Blatt sozusagen. Und weil wir immer noch glauben, dass das Team hier ein sehr gutes ist. Ich habe meine Zweifel an Peter Pan. Ich komme da einfach nicht rein. Ja. Um ganz offen zu sein, ich habe das Gefühl, ich hatte die ganze Zeit ein schlechtes Gewissen, weil alle waren hoffnungsvoll und wir alle dachten, es sei eine gute Idee und dann komme ich mit der Geschichte nicht zurecht. Es gibt noch andere Möglichkeiten, ich bin mir sicher. Ich würde mich freuen, die Schneekönigin zu sehen. Ja, ich auch. Die Schneekönigin. Die Schneekönigin. Das ist eine wunderbare Geschichte. Eine großartige Geschichte. Ich glaube, die Schneekönigin wäre eine schöne Geschichte. So ist es. Ich habe mich da schon mal eingemischt, wie Sie vielleicht wissen. Ja. Es ist eine schöne Geschichte. Für mich ist es ein wunderbares Märchen über die Natur des Menschen. Wie Menschen sein können, sowohl gut als auch böse. Zwei Kinder, die so viel Kraft im Inneren halten.
Und das Gute kann unterdrückt werden oder verschwinden. Und taut und blüht am Ende doch wieder auf. Sie erkennen, dass sie erwachsene, junge Menschen sind und lieben einander. Ich werde ganz rührselig, auch nur die Geschichte zu erzählen. Eine unserer Herausforderungen ist es, die Schneekönigin Ende Mai zu premieren. Ich glaube, die Schneekönigin ist definitiv eine Wintergeschichte. Ich bin nach wie vor der Meinung, wenn wir Mitte November 2019, das ist in fast 2 Jahren, wir haben definitiv genug Zeit. Ich mag leuchtende Farben. Nicht immer in meinen Bildern, aber wenn ich mich anziehe, trage ich gerne helle Farben. Bei meiner Mutter war es genauso. Sie trug auch gerne leuchtende Farben. Wenn Sie mit Farben arbeiten, können Sie sie besser unterscheiden. Sich Farbkombinationen vorzustellen, ist sehr interessant und macht Spaß. Eine Farbe betont die andere. Das gilt für spezielle Choreografien oder wenn ich malen will und eine bestimmte Stimmung hervorrufen möchte. Eine Farbe ruft nach der nächsten, wenn die Dinge gut laufen. Ich habe immer versucht, meine Arbeit und meine künstlerischen Aktivitäten voneinander zu trennen. Aber ich bin mir bewusst, dass die beiden Dinge sich gegenseitig beeinflussen. Die Tatsache, dass ich seit vielen Jahren mit der Kunst gearbeitet habe, hat wahrscheinlich auch eine Auswirkung darauf gehabt, was ich in meinem öffentlichen Leben tue. Es hat mich auf jeden Fall bereichert und hoffentlich auch andere Menschen. Man betrachtet alles, was man erlebt, mit einem Blick, der sich mit der Zeit entwickelt, auch wenn man Kunst schafft. Malerei, Zeichnung, Bühnenbildgestaltung und so weiter. Im Laufe der Jahre wird es mehr und mehr ein Teil von mir. Trotzdem versuche ich stets ein wachsames Auge zu haben in beiden Dingen. Und wahrscheinlich auch zur gleichen Zeit. Was steht da? Wilhelm Arnesen, 1920 oder 1929. Richtig. Sowas in der Art. Mein Mann hat es gekauft. Versuchen wir es dort aufzuhängen. Sehr gut, das ist schön. Ziehen Sie die rechte Ecke ein wenig nach unten. So. Ich danke Ihnen, wie schön. Nun, das war's dann. Hilft es, wenn das Licht eingeschaltet ist? Mein Mann hat die Skulptur zweier Hände, die ein Herz halten, letztes Jahr gemacht. Oder so in etwa zu der Zeit. Er hat auch eine kleine gemacht. Nicht größer als so. Aus weißem Marmor. Er schenkte sie mir dieses Jahr zu meinem Geburtstag. Seine engsten Kollegen wussten, dass er vorhatte, sie mir zum Geburtstag zu schenken. Das war ein ganz besonderes Geschenk. Ich wusste überhaupt nichts davon. Sie befindet sich im Schloss Fredensborg. Aber er wollte diese hier unten haben.
Er konnte sich nicht entscheiden, wo genau sie hin soll. Wir wollen, dass sie dort drüben steht, sodass man sie sieht, wenn man den Raum betritt. Vielleicht sollten wir ein kleines Licht darauf richten. Es sollte nicht so schwierig sein, einen Spot an einem der Balken zu befestigen. Das wäre wirklich schön. Das sollte nicht unmöglich sein. Dies ist aus der Zeit, als das Haus restauriert wurde. Sie haben ein Baugerüst aufgestellt. Es war in keinem sehr guten Zustand. Hier sind wir eingezogen, 1976. Die erste Nacht in Kayx, glaube ich. Oder eine der ersten Nächte, nachdem wir eingezogen waren. Es ist nicht traurig, hier alleine zu sein, nur ein bisschen seltsam. Ich war schon ohne meinen Mann hier, als er für ein paar Tage weg war. Aber man muss sich daran gewöhnen auf eine Art und Weise. Das wird irgendwann geschehen. Es ist wirklich schön, wieder hier zu sein. Nicht schlecht, oder? Es sieht großartig aus. Ich hatte eine Idee mit einem Scheinwerfer am Balken. Daran habe ich auch schon gedacht. Da oben. Und da gibt es sogar eine Steckdose. Vielen Dank. Dafür nicht. Sie haben wunderbare Arbeit geleistet. Sehr schön. Und wir werden uns überlegen, wo wir das unterbringen. Es ist schwierig zu sagen, wo ich vielleicht gelandet wäre, wenn ich mich von Anfang an voll und ganz der Kunst verschrieben hätte. Aber als ich 18, 20 Jahre alt war, habe ich nicht in dem Maße an das geglaubt, was ich tat, wie ich es hätte tun können. Sich richtig ausbilden lassen oder vielleicht eine Akademie besuchen. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass ich in diese Welt hineingehörte. Und ich schätze, damals wusste ich das wirklich nicht. In diesem Sinne habe ich es also nicht so weit gebracht, wie ich es hätte bringen können. Das ist schwer zu sagen. Ich dachte, der erste Teil könnte ziemlich gut aussehen mit weniger bunten, eher etwas dunkleren Farben. Und wenn man tiefer in die Geschichte einsteigt, ändern sich die Farben. Das ist die kleine Hauptfigur, das Mädchen. Und hier ist ihr Spielkamerad, Kay. Ich kümmere mich um Cinderella und wir benutzen das gleiche Material wie für Flugzeugsitze. Weil es das leichteste, stärkste Plastik ist. Das muss es auch sein. Das können sie formen. Sie machen Rüstungen draus. Kaffee. Ich bin die Bühnenbildnerin. Ich bin also dafür zuständig, herauszufinden, wie man die verschiedenen Szenen der Geschichte inszenieren kann. Und ich entwerfe auch die Kostüme für die Aufführung. Und es gibt eine Menge lustige Dinge, über die man nachdenken kann. Da sind die Schneekönigin und die Kinder, Kay und Gerda. Es gibt sehr viele verschiedene lustige Charaktere in dieser Geschichte. Und ich denke, wir bekommen ein gutes Bild von ihnen. Das hoffe ich sehr. Es ist sehr aufregend und es ist eine große Produktion. Hier verführt sie ihn mit dem Schneesturm. Es ist eine Geschichte über die Liebe und natürlich auch die Jahreszeiten. Ich glaube, ich werde große Probleme mit der Woche ab Montag, dem 9. haben. Da scheint die eine oder andere Sache anzustehen. Mitte September ist weniger los, glaube ich.
Wenn ich an einer Produktion arbeite, dann nicht nur für mich. Im Gegenteil, ich strebe eine Zusammenarbeit mit anderen an, die in der Lage sein müssen, das zu nutzen, was ich anbiete. Und das gefällt mir. Diese Verantwortung ist gut, Dinge herzustellen, die andere nutzen. Es gibt nichts Langweiliges an der Herstellung von etwas für einen bestimmten Zweck. Wenn man sagt, das muss hierher passen und in diesem Zusammenhang verwendet werden. Hier ist die Frau, die Magie konnte. Toll, dass es so bunt ist. Richtig bunt. Hier ist die Krähe und die Freundin der Krähe. Und Ihre... Nein, es ist in Ordnung. Sehr schön. Es ist einfach ein Hut, wo etwas herausragt, das an einen Schnabel erinnert. Ich habe eine etwas nähere Ansicht. Zu hübsch. Zu hübsch. Vielleicht sollten ihm ein paar Federn fehlen. Wenn man mir einen Job anbietet, denke ich darüber nach, wie alles aussehen soll. Manchmal weiß ich fast sofort, wie ich die Dinge haben möchte. Und sie können sich aber auch noch ändern, wenn die erste Idee doch nicht so brillant war. Manchmal fragen wir uns gegenseitig, was zu tun ist und wie man die Arbeit angehen sollte. Irgendwann beginnen sich die Dinge zu verdichten. Komm her. Komm her. Sollte ich etwas sagen? Die meisten Dinge, die ich herstelle, setzen sich aus vielen verschiedenen Dingen zusammen. Es ist schwer zu erklären, wie genau es gemacht wird. Ich finde hier und da etwas und habe eine tolle Idee. Manchmal klappt es nicht, aber dann ergibt sich etwas anderes, das gut passt. Man mischt also alles Mögliche. Die Idee war, daraus einen Film zu machen. Echte Schauspieler haben, die die Charaktere spielen und sie in diese mehr oder weniger fantastischen Räume oder Landschaften hineinzusetzen. Wir sind auf dem Weg in ein anderes Land, das sich außerhalb des Bildes befindet. Es ist die Geschichte von Ehrengard. Die allerletzte Geschichte von Karen Blixen. Ehrengard wurde erst nach ihrem Tod veröffentlicht. Es geht um eine junge Frau in einer imaginären Zeit, um die Mitte des 18. Jahrhunderts. Wir haben beschlossen, dass sie Anfang oder Mitte des 18. Jahrhunderts stattfindet. Ich finde, das funktioniert wirklich gut. So hatte ich mir das vorgestellt. Es ist unglaublich aufregend und ich kann es kaum erwarten, richtig loszulegen. Es ist schon einige Jahre in der Entwicklung und ich habe im vergangenen Jahr kaum daran gearbeitet. Im Moment versuche ich mich an einer der Landschaften, in denen Ehrengard spielt. Und es gibt einen Punkt, wo sie eine Straße entlang fahren. Früher haben die Maler immer Menschen in Landschaften gesetzt. Wahrscheinlich aus guten Gründen, aber das macht es schwer, sie auszuschneiden und zu kollagieren. Naja. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Und dann brauchen wir noch das hier.
Dorthin. Geht das? Wenn es passt, habe ich es endlich geschafft. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich möchte eine Welt erschaffen, die man betreten kann. Ich blättere viele Zeitschriften und Kataloge durch auf der Suche nach diesen Bildern. Dann kombiniere ich sie und erschaffe daraus eine Welt. Das Unglaubliche ist erlaubt in dieser Welt. Hier, das ist richtig. Das sieht gut aus. Das nehmen wir. Und weil es Decoupage ist und kein Gemälde, kann man mit der Größe und Form auf besondere Art herumspielen. Es ist eine Welt, die du erschaffst. Aber es darf kleine Überraschungen geben, die für die Geschichte nicht wirklich eine Rolle spielen, aber vielleicht einen neuen Aspekt liefern. Man stellt sich also eine Welt in der Entstehung vor. Das macht Spaß. Meine Landschaften enthalten niemals Personen. Ich weiß nicht warum, aber es hat für mich nie Sinn ergeben, darin Menschen einzubauen. Es könnte damit zu tun haben, dass bei vielen meiner schönsten Erlebnisse, wenn ich Skifahren war in den unberührten Landschaften Norwegens, keine anderen Menschen außer meine kleine Gruppe mit dabei waren. Und diese Idee der unberührten Landschaft, eine leere Landschaft, in der man nicht viele Leute sieht, das hat mich immer schon fasziniert. Es war für mich äußerst reizvoll, nicht überall Häuser und Menschen zu haben. Dass die Landschaft Landschaft sein darf. Dies ist das 3. Jahr, das wir hier malen, richtig? Wir haben 2016 begonnen. Haben wir das? Nein, im Jahr 2017, richtig? Ja, im Jahr 2017. Dies ist das 3. Jahr. Sie schreiben das Datum immer auf die Rückseite Ihrer Bilder. Was steht auf dem Bild? Es steht nichts drauf. Ich kann also nicht sonderlich stolz darauf gewesen sein. Oh, hier ist was. Hier steht 2017. Hier habe ich auch nichts notiert. Aber es muss aus dem Jahr 2018 sein, denn das war das erste Mal, dass ich das gemalt habe. Als Kind habe ich viel gezeichnet. Und auch damals schon wollte ich mehr daraus machen. Und dann habe ich es vernachlässigt, in meinen Teenagerjahren und den 20ern. Auch wenn ich immer noch gelegentlich zeichnete und malte, fühlte es sich nicht bedeutend an. Die zeitgenössische Kunst ist für mich sehr weit von dem entfernt, was ich tun wollte. Und da ich den naturalistischen Stil gerne mochte und Dinge so malen oder zeichnen wollte, wie sie wirklich aussahen, passte es nicht zu der Art und Weise, wie ich vorging. Also dachte ich, es ist wahrscheinlich nur so, weil ich nicht viel zu sagen habe. Das hat sich erst später herausgestellt. Das ist für die Schneekönigin. Sie brauchen etwas, das oben auf die Kulisse projiziert werden kann. Damit es so aussieht, als wenn sie den Fluss hinunterfährt. Hoffentlich können Sie das für den Fluss verwenden. Mit der Zeit sammelt man einige Erfahrungen. Aber es gibt trotzdem jedes Mal etwas Neues.
Nicht alle Prozesse natürlich, aber man muss sie jedes Mal neu angehen, um zu sehen, was man daraus machen kann. Wie man mit dem Choreografen arbeitet und mit allen anderen Beteiligten. Das ist sehr interessant. Ich bin sehr gespannt auf diese Vorstellung. Ein Märchen wie dieses muss für eine Aufführung sorgfältig inszeniert werden. Mit Bildern und Tanz und ohne Text. Mit Projektionen und Lichteffekten kann man viel erreichen. Das ist eine andere Sache, von der ich nichts verstehe. Aber ich denke, die Verantwortlichen wissen, wie man das macht. Die Musik wird gerade geschrieben. Das ist aufregend. Ich habe kleine Schnipsel von Åland gehört. Die endgültige Fassung kenne ich noch nicht. Aber ich glaube, es wird großartig. Und idealerweise sollte der eigene Beitrag ebenso brauchbar sein. Die ganze Geschichte von der Reise den Fluss hinunter. Oh je, ich habe vergessen, es mitzubringen. Hier ist es. Und dann muss ich sehen, ob ich die letzte Zeichnung finde, die ich angefertigt habe. Wo habe ich sie hingetan? Ah, hier ist die Brücke. Es sollte nicht zu naturalistisch aussehen, wenn wir wollen, dass es Spaß macht. Ich tendiere dazu, mich im Naturalismus zu verlieren, wenn ich nicht aufpasse. Damit habe ich die meisten Schwierigkeiten. Wie kann ich das Bühnenbild so erstellen, dass es für die Menschen Sinn ergibt? Denn es ist noch nicht so weit. Ich glaube nicht, dass man ohne Selbstdisziplin im Kreativen erfolgreich sein kann. Denn man braucht ein gewisses Maß an Selbstdisziplin, um etwas zu erschaffen. Auch wenn es etwas ist, das man mit Liebe tut, weil man es wirklich will. Ich glaube, man leistet sein Bestes, wenn man sich selbst unter Kontrolle hat. Manche Leute finden das natürlich sehr seltsam. Klar, was kann man schon tun, wenn man noch keine lange Kunstkarriere hinter sich hat und nicht von klein auf mit Kunst zu tun hatte und sich dem Ganzen nicht zu 100% gewidmet hat? Und es ist wahr, es hätte anders und besser laufen können, wenn ich früher angefangen hätte. Aber ich war in diesem Alter noch nicht bereit zu malen und mich so sehr reinzuhängen wie vielleicht andere. Und so ist es eben erst jetzt soweit. Aber alles in allem denke ich, dass ich sehr fair behandelt werde. Man hat es mir nicht immer leicht gemacht. Andererseits hat man mich auch nicht ausgeschlossen. Oder ausgebuht, sollte ich eher sagen. Aber es macht mir große Freude, mich künstlerisch auszudrücken. Seit ich ein Kind war, hat es mir Freude bereitet. Ich liebte es, Dinge zu basteln. Wir haben uns immer verkleidet und sind aufgetreten. Es war wunderbar.
Wir haben es als Geschenk zu den Geburtstagen meiner Eltern gemacht. Auch zu Weihnachten. Manchmal musste ich nähen, was ich nicht sehr gut konnte. Aber ich merkte, dass ich dafür andere Dinge konnte. Ich hatte große Freude daran, Dinge zu kreieren und herauszufinden, wie. Im Laufe der Jahre habe ich die Fähigkeit entwickelt, Dinge zu erschaffen. Es macht Spaß, etwas mit den Händen zu machen und etwas an andere weiterzugeben, das sie hoffentlich nutzen können. Ein kleiner Tisch, an dem Gerda einen Weihnachtsbaum schmückt. Und ein kleiner Tisch mit einem Topf voller Rosen. Ein Rosenstrauch. Dort. Wunderbar. Wir sollten das Gefühl bekommen, dass sie ganz allein diesen Fluss hinunterfährt. Es heißt dort ausdrücklich, dass dort keine Menschen sind. Es sollten dort oben also nicht plötzlich Menschen herumlaufen. Es ist leer. Das arme kleine Mädchen segelt einfach weiter. Und dann, wenn wir den Garten erreichen, sollten diese Banner herunterkommen. Und der Palastgarten kommt in Sicht. Wie viele brauchten wir noch? 3 Blumen, 4 von jedem Kostüm. Das Stiefmütterchenfarbene und dann dieses Windengewächs. Schauen wir mal. Wie sieht das jetzt aus? Ich würde gerne versuchen, etwas zu machen, aber ich habe nicht viel Zeit. Ich werde es versuchen. Wie viele davon wollte er haben? Ungefähr? Ich weiß nicht, wann wir damit angefangen haben. Wir haben uns verkleidet, seit ich denken kann. Und sogar noch früher, glaube ich. Hier hatten meine Schwestern und ich eine Kostümparty. Ich muss 13 Jahre alt gewesen sein. Und mein Vater überraschte uns, indem er plötzlich auftauchte, verkleidet als König Christian IV. Vom Elfenhügel. Er fand das sehr amüsant. Und der Rest von uns auch. Es war beeindruckend, ihn als Christian IV. Verkleidet zu sehen. Ich erinnere mich, dass wir einmal ein Kostümfest im Garten hatten, zu dem meine Mutter Blumenkränze für sich und mich gemacht hat. Und ich glaube, einigen der Gäste wurden ebenfalls Kränze überreicht. Und auch mein Vater putzte sich auf eine Art und Weise heraus. Das ist wahrscheinlich eine meiner frühesten Erinnerungen. Ein anderes Mal erschien er als furchterregender Pirat, vor dem wir uns auch wirklich gefürchtet haben. Es hat uns allen Spaß gemacht, uns zu verkleiden. Meine Mutter hat das auch gemacht und ihre Brüder zu einem gewissen Grad. Es liegt also definitiv in der Familie. Mein Vater freute sich immer dabei zu sein, aber ich glaube nicht, dass er sich als Kind jemals verkleidet hat. Die dänische Familie hat das wahrscheinlich nicht getan, aber in Stockholm schon. Würdest du dich auch gerne verkleiden? Nein, ich glaube nicht, dass es dir gefallen würde. Ja, ich bin nicht lustig, ich weiß. Das wird nicht vor Weihnachten ausgestrahlt, richtig? Ich mache diese Handtasche für meine Schwiegertochter als Weihnachtsgeschenk. Für Prinzessin Marie. Und ich werde für die Kronprinzessin auch eine machen. Aber mit der habe ich noch nicht angefangen. Ich arbeite nicht gerne an mehreren Handarbeitsprojekten auf einmal. Das wäre zu viel für mich. Das sind die Farben, die ich ausgewählt habe.
Ich werde sie nicht alle hierfür verwenden, aber es ist schön, den ganzen Regenbogen da zu haben. Wenn ich nicht gerade etwas mit meinen Händen tue, wie Zeichnen oder Nähen, dann lese ich Bücher oder Zeitungen und dergleichen. Ich sitze sehr selten nur so da und starre ins Leere. Dazu fühle ich mich nicht berufen. Ich mag es, meine Hände zu beschäftigen. Na dann los, lass uns leise sein, okay? Das ist ein Eichelherr. Wenn man beginnt, weiß man, wo genau man hin will. Aber man weiß nicht, ob man auch dort oder ganz woanders ankommen wird. Ich habe normalerweise nicht diese Perspektive. Aber irgendwann merkt man dann, das ist es. Jetzt habe ich's. Denn sonst hätte man da eine schwarze Linie. Aber wenn man ein blasses Grün hat, ein leicht stärkeres Grün als der Hintergrund. Wir müssen das richtige Hintergrundmaterial finden. Ich könnte noch ein paar Proben machen. Wir könnten uns einige Farbmuster ansehen und versuchen, eine Farbe zu finden, die passt. Das ist sehr gut. Und das Silber ist sehr gut. Aber natürlich wird es mit dem darunter ein wenig anders wirken. Es ist nicht wirklich Flieder, was ich suche, sondern ein dunkles Silber. Diese Technik ist wirklich sehr gut. Es passt langsam zu dem, was ich im Sinn hatte. Wenn ich sehr viel Glück habe, übertrifft es sogar meine Vorstellung. Es ist eine tolle Zeit. Aber ich glaube, etwas hiervon würde auf ihren Köpfen gut aussehen. Aber ich weiß nicht, das sieht so aus, als könnte es... Es sieht fantastisch aus. Bereit für Staatsbankett. Ja, eher zum Mittagessen. Ich liebe diese Geschichte, seit sie mir als Kind vorgelesen wurde. Nicht als kleines Kind, ein bisschen älter. Ich hoffe also, dass wir sie interessant gestalten können. Die Geschichten von Hans Christian Andersen enthalten so weit gefasste Begriffe, für die es so viele Bedeutungen gibt und Möglichkeiten, sie umzusetzen. Das ist sicherlich nicht die einzige Art, wie man es machen kann. Aber ich hoffe, wir können etwas von der Magie der Geschichte transportieren. Es ist kalt dort, kurz vorm Schneien. Aber ich dachte, es ging darum, dass es in dem Zelt unglaublich heiß war. Vielleicht ist das eine gute Idee. Jetzt, da Sie es gesagt haben, habe ich eine Idee. Also geht sie ins Zelt. Wenn wir es drehen, sind wir im Inneren des Zeltes. Es liegt also an diesen beiden Jungs. Wir haben also ein Zelt und dann geht die Bühne auf. Wir gehen also ins Zelt hinein. Das gefällt mir. Machen wir es so, ja.
Denn dann erhalten wir die Hitze des Zeltes. Und das erklärt, warum sie Bikinis tragen. Okay, so in this case, Im Schnee. i sommer, Die neue Fassade der Kapelle von Schloss Grafenstein wurde letzten Sommer eingeweiht. og tanken er den, at Und hoffentlich können wir nächstes Jahr das neue Messgewand verwenden. tage messehallen i brug, og det er den, jeg arbejder på. Daran arbeite ich im Moment. Der skal broderes som Ich füge noch einige Stickereien entlang der Ränder hinzu. Die Farben sind die gleichen wie die des Messgewandes. samme som Das messehallen. Messgewand ist blau und die Ränder werden mit Psalmzitaten umsäumt. Messehallen kantet med disse her border, hvor der er salmecitater på. Ist es schwer? Sehr. Und auch warm. Die Rückseite ist so schön. Det er citater, der mere eller mindre refererer til Die Zitate beziehen sich mehr oder weniger auf den Frühling und dergleichen. sådan noget, og fordi på Auf der Vorderseite und der Rückseite des Messgewandes gibt es 2 runde Formen. siden af messehallen skal der være 2 runde figurer. Den ene In einer von ihnen befindet sich ein Kruzifix und in der anderen Blumen. blomster, fordi antipendiet, som jeg jo har malet, Die Front, die ich bereits gemacht habe, zeigt Blumen auf blauem Hintergrund, als Anspielung auf den Frühling. og det er så de, Es sind Lilien, der er dels er der liljer, denn Lilien werden üblicherweise im kirchlichen Kontext dargestellt. en kendt blomst i forbindelse med kirkelige ting. Und auch meine Mutter mochte Lilien sehr. Mor holdt meget af liljer, og Auf der Vorderseite sind neben Lilien auch andere Blumen und Grafensteiner Äpfel abgebildet. æbler, gråstenæbler. Det er meget vigtigt, at Es ist sehr wichtig, seinen Verpflichtungen nachzukommen. Es macht einen glücklich und man wird mit den Jahren immer glücklicher. kun bliver gladere for med årene, synes jeg. Aber sich entspannen zu können, irgendwo eine Pause einzulegen und mal seine andere Seite rauszulassen, Et sted, hvor man kan udnytte noget. das macht ebenfalls große Freude. Det tror jeg, man Auf einer tieferen Ebene. Das, was wirklich zählt. De steder, hvor det gælder for Denn meine Hauptaufgabe ist es, Königin von Dänemark zu sein. opgave, det er altså, at jeg Ich bin das Staatsoberhaupt meines Landes. Das ist meine Verantwortung. og har det ansvar, som går man, det kommer af det, men at man... Aber dass ich mich gleichzeitig auch künstlerisch ausdrücken kann, ist etwas, wofür ich sehr dankbar bin. Det er virkelig meget taknemmelig over, at det kan lade sig gøre, og at Und dafür, dass die Menschen akzeptieren, dass ich das tue. det har folk virkelig gjort på en Denn das tun sie wirklich. Mehr als ich es mir früher je hätte vorstellen können. Men altså arbejde sammen med folk, Zusammenarbeit mit Menschen, die wissen, was sie tun, ist eine ganz besondere Freude. så morsomt. Det er så inspirerende. Es macht so viel Spaß und ist so inspirierend. Ob es die Menschen sind, die die Kostüme machen, die ich entworfen habe, oder die Kulissen malen, die ich gezeichnet habe. Sie erschaffen die Dinge, die ich mir vorgestellt habe. Til en form for, Es macht sehr viel Spaß, denn diese Leute sind so talentiert. fordi det er jo folk, der er vanvittigt dygtige til deres arbejde. Und das zu erleben aus erster Hand ist sehr inspirierend. Det er meget inspirerende. Du bist spät dran. 1, 2, 3 und du machst so. 1, 2, 3. Noch einmal? Vorher bitte nichts machen, das ist egal. 1, 2, 3, los.
Ich hatte nie das Gefühl, eingeschränkt zu sein. Nur in Bezug auf die Zeit. Dass ich nicht so viel Zeit habe, wie ich vielleicht möchte. Ich habe immer gesagt, dass ich damit klarkommen muss, nicht alle Tage eines Jahres vollends dafür nutzen zu können, was ich tun möchte. Oder alle Stunden eines Tages. Bei mir ist das eben anders. Ich muss für andere Dinge da sein. Aber dieser leichte Druck hilft mir dabei, etwas daraus zu machen. Ohne ein gewisses Maß an Druck kriegen Sie keine Farbe aus der Tube. Die Leute wissen, dass ich es ernst meine. Auch wenn ich dem nicht 24 Stunden am Tag nachkommen kann. Oder 365 Tage im Jahr, wie es ein professioneller Künstler tun könnte. Nun, mehr oder weniger. Die meisten Menschen schlafen hin und wieder. Das Spannende daran ist, dass es Menschen gibt, die das, was ich mache, nutzen können. Und es kann nicht ausreichen, dass sie es schön finden, dass die Königin es macht. Denn sie müssen sich den Müll ansehen. Es muss also daran liegen, dass sie denken, dass ich etwas zustande bringe, das erträglich anzuschauen ist. Das sieht gut aus, oder? Nein, ich sehe, dass es ein Problem gibt. Aber was können wir tun? Wenn wir das Fenster hier hätten, könnten wir die Rose hier haben. Etwas Grünes, das hier entlang kriecht, auf beiden Seiten. Und sie sollten nicht genau gleich sein. Ich kann es kaum erwarten. Es ist so schön. Ich freue mich drauf. Haben Sie ein Farbmuster? Ich habe ein Farbmuster, ja. Ich habe gehört, dass Sie das Podium bestiegen haben. Ja, das stimmt. Ich bin beeindruckt. Sie können gerne für mich arbeiten. Ich danke Ihnen. Ich habe mich auch gefragt, wäre es was, wenn Kay ein weißes Hemd anhätte im Palast der Schneekönigin? Wir sehen das Hemd nicht, bis er seine Jacke auszieht, wenn sie die Schneekönigin bereits besiegt haben. Sie würden also den Pas de deux machen, sie in weiß, er im weißen Hemd. Er könnte ein weißes Seidenhemd tragen und man sieht es erst, wenn er sich verwandelt. Ja, ich stimme zu. Wenn Sie es ihnen sagen, Ja, das werde ich. ich bin damit sehr einverstanden. Wir müssen ihr blaues Kleid bequemer machen. Es ist zu eng. Für ein Mädchen. Es ist schwer, es auszuziehen. Wir müssen es aus Latex machen. Ganz genau. So wie meines. Sehen Sie? Ich werde fett und ich trage daher immer etwas Dehnbares. Ich glaube, das wird sehr gut aussehen. Ich freue mich darauf. Es wird was. So langsam wird es was. Es ist ungewöhnlich, nicht wie alles andere. Nein, es ist eine ganz eigene Geschichte. Es ist eine sehr schöne Geschichte über diese beiden Kinder. Eines von ihnen gerät in den Bann der Schneekönigin. Das ist Kay. Und Gerda, seine Freundin, seit sie klein waren, entscheidet ihn zu suchen und zu retten, nachdem er von der Schneekönigin entführt wurde. Und das tut sie auch.
Eissplitter geraten in Kays Auge und gelangen zu seinem Herzen. Er wird zu einem kalten Rationalisten. Und er denkt plötzlich, dass alles, was er und Gerda zusammen gemacht haben, als sie noch klein waren, wertlos ist. Aber sie hält an ihm fest und will ihn suchen, als er verschwindet. Sie wandert durch Landschaften und Welten, findet am Ende den Palast der Schneekönigin. Dort findet sie ihn und befreit ihn vom Zauber der Schneekönigin. Oh je, all diese Vorbereitungen. Gar nicht mal so sehr die Vorbereitungen, es sind die ganzen Änderungen. Nennen wir es mal so. Eure Majestät, ab und zu werden Fotografen auf der Bühne sein. Sie machen Fotos für das Programm, nur damit sie Bescheid wissen. Es wird immer gesagt, dass ein Märchen einen anspricht, weil man einen bestimmten Nutzen davon hat. Aber wenn es einen anspricht, dann spielt es keine Rolle, warum. Bei mir war es immer schon so, dass wenn mich eine Geschichte bewegt, ich dieses Gefühl nicht hinterfrage. Und ich denke nicht allzu viel darüber nach, ob ich die Geschichte für irgendetwas verwenden sollte. Man sollte nicht denken, dass alles unbedingt einen anwendbaren Nutzen haben muss. Viele Dinge sind wunderbar, vielleicht weil sie keinen Nutzen haben. Nicht alles ist ein Werkzeug. Manche Dinge sind Erfahrungen. Wenn ich Hans Christian Andersens Märchen lese, erkenne ich die vielen Schichten darin. Aber die Erfahrung ist das Mächtigste und ich hoffe, dass wir das zeigen können. Das ist die Sirene, eine Skulptur meines Mannes. Sie wurde dieses Jahr aufgestellt. Es ist seine erste Skulptur. Wirklich bemerkenswert. Er hat sie vor vielen Jahren gemacht. Ich erinnere mich nicht mehr genau an das Jahr. Aber das ist wahrscheinlich 35 Jahre her, denke ich. Das Original, das etwas kleiner ist, befindet sich bei Keix. Ich habe sie immer sehr gemocht. Von hier aus sieht es gut aus. Vielleicht filmen Sie sie mal von meinem Standpunkt aus. Sie hat eine sehr schöne Wirkung. Ich finde sie sehr schön. Man könnte das Grüne eigentlich abnehmen. Ich bin natürlich nervös und aufgeregt. Ich sage gerne, dass meine Fingerspitzen bis zum Ende kalt sind. Ich würde nicht sagen, dass ich Angst habe, aber ich bin sehr aufgeregt. Weil man wirklich hofft, auch bloß alles bedacht zu haben. Dass alles, woran Sie gearbeitet haben, Sinn ergibt und funktioniert. Ich freue mich wirklich, aber ich werde auch sehr nervös sein.
Ich weiß nicht, ob ich zwischen meiner öffentlichen Funktion und mir als Künstlerin unterscheiden kann. Es ist dieselbe Person, die all das tut. Wahrscheinlich beeinflussen sie sich gegenseitig auf irgendeine Weise. Aber ich glaube nicht, dass meine Persönlichkeit sich aufspaltet zwischen meiner Pflicht und meinem Vergnügen. Wenn Sie tief in die künstlerische Arbeit eintauchen, dann müssen Sie auch Ihr Allerbestes geben. Und das ist meine Haltung gegenüber meinen öffentlichen Aufgaben. Ich gebe mein Bestes. Das sind zwei Seiten derselben Medaille. Je weniger gespalten sie sind, desto besser ist es wahrscheinlich für beide Seiten. Vielleicht. Ich hoffe, das ist wirklich so. Es gibt meiner Existenz einen Sinn, dass ich mehrere Facetten habe. Ich denke, das ist wichtig. Dieser Zweig reicht in Richtung des Turms, biegt sich dann aber zurück und streckt sich vor dem anderen aus. Erstaunlich. Es ist etwas ganz Besonderes, denn sie haben gemeinsam mit anderen etwas geschaffen. Man ist glücklich und stolz, dass man es geschafft hat, dass es funktioniert. Wenn sie schon immer das Theater liebten, wie ich auch, und vor allem das Ballett und die Oper, und dann plötzlich selbst involviert sind. Damals, als ich Ed Folkesang im Königlichen Dänischen Theater aufführte, habe ich zum ersten Mal erlebt, wie es ist, auf die Bühne zu gehen und dabei zu sein, wenn der Vorhang fällt. Ich hatte Schmetterlinge im Bauch und es war ein sehr seltsames Gefühl. Auch weil mein Vater ein Liebhaber des Königlichen Dänischen Theaters war. Ich habe auf jeden Fall an ihn gedacht. Vielleicht wäre er stolz gewesen auf seine Tochter. Das war ein großer Abend. Es ist eine Sache, stolz auf sich zu sein. Aber ich freue mich so über die verschiedenen Künstler, nicht zuletzt die Tänzer, die all das aufgeführt haben, was ich ein wenig mitgestaltet habe. Ihnen zu sagen, Dankeschön, das habt ihr wirklich gut gemacht. Die hier nennt man Kiftsgate. Man hat sie zu einem Riesenbaum wachsen lassen. Sie sieht wirklich wild aus. Schnee im Juli.